Ich habe hier vor mir zwei Menschen, ein Paar, nennen wir ihn Adam, nennen wir sie Eva, und die beide haben ihre Sexographen gemacht, und zwar sowohl was ihre jeweils eigenen Wünsche und Bedürfnisse in Sachen Sex sind, als auch was sie glauben, was die Wünsche des jeweiligen Partners sind. Adam erscheint hier in der roten Figur, und ich werde gleich zu ihm sprechen, und Eva erscheint in der blauen Figur, zu ihr werde ich dann auch sprechen. Und Adam hat sich überlegt, was glaube ich, wie Eva gestrickt ist, was ihre Bedürfnisse und Wünsche und Sehnsüchte in Sachen Sex anbetrifft. Und das zeigt sich in der grünen Figur. Und Eva hat das Gleiche gemacht, was sie glaubt, wie das bei Adam aussieht. Und das zeigt sich in der braunen Figur. Nun, wenn ihr beide, du Adam und du Eva, mal eure eigenen wahren Wünsche und Sehnsüchte anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass die rote Figur, also deine Wünsche Adam, und die blaue Figur, deine Wünsche Eva, gar nicht so weit auseinander liegen. Ihr seid euch eigentlich sehr ähnlich. Ihr seid beide mehr im oberen als im unteren Bereich, also mehr in Richtung Leidenschaft und Erregtheit, aber nicht ohne Zärtlichkeit und ohne Innigkeit, aber eindeutig ist die obere, erregte Hälfte bei euch beiden größer als die untere. Und dann, wenn wir uns anschauen, die linke und die rechte Hälfte, da ist auch eine ziemliche Übereinstimmung. Ihr habt beide Lust darauf, mal Regie zu führen, aber auch verwöhnt zu werden, das ist bei euch beiden drin. Aber es gibt hier doch einen deutlichen Unterschied. Adam, wenn du dir deine Figur anschaust, die rote Figur, dann wirst du feststellen, dass dein Bedürfnis nach Leidenschaft, erregt sein, was Wildes, Tolles erleben, dass das eigentlich am größten von all deinen Bedürfnissen ist. Bei allen ist was da, aber das ist das Größte. Und das ist bei dir auch deutlich größer als bei dir, Eva. Hingegen bei dir, Eva, ist das Bedürfnis besonders groß, verzaubert zu werden, mal alles vergessen zu können, entrückt zu werden. Das sind eure Unterschiede, aber die Unterschiede sind viel größer, wenn wir uns miteinander jetzt mal anschauen, wie glaubst du, Adam, dass Evas Bedürfnisse sind und wie glaubst du, Eva, was Adams Wünsche und Sehnsüchte sind. Beginnen wir mal bei dir, Adam. Wie siehst du die Wünsche, Sehnsüchte deiner Eva? Und da glaubst du, dass sie schon auch gern verzaubert sein möchte und werden möchte, aber ein enormes Bedürfnis hat, unheimlich leidenschaftlichen, erregten, wilden Sex zu haben. Dabei in Tat und Wahrheit will sie das noch weniger als du. Du möchtest das auch, aber du glaubst, dass sie es noch viel mehr möchte als du. Und in Tat und Wahrheit ist ihr das weniger wichtig als dir. Woher kommt das wohl? Frag dich mal, dass du glaubst, dass das Evas ganz großer Wunsch ist und du offenbar schon gemerkt hast, dass verzaubert werden, entrückt werden für sie wichtig ist, aber dass es in Wirklichkeit für sie vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern in Wahrheit noch wichtiger ist, als du es von ihr annimmst. Jetzt zu dir, Eva. Wie siehst du die Bedürfnissituation, die Wünsche, die Sehnsüchte deines Adams, wenn er mit dir zusammen intim im Bett ist? Ja, also wenn wir diesen riesigen Ausschlag sehen bei Geschicklichkeit und auch noch einen ziemlich großen Ausschlag bei Fantasie, dann könnte man ja auf den Eindruck gewinnen, dass du denkst, der will vor allem ein toller Hecht im Bett sein. Ja, er will auch Genuss erleben. Er will auch ein bisschen verzaubert werden, aber längst nicht so wie du natürlich.
Aber wenn es um Zärtlichkeit und Innigkeit geht, dann ist aus deiner Sicht, Eva, das überhaupt kein Thema bei Adam. Da hat er nämlich null Ausprägung. Wie, liebe Eva, kommst du auf die Idee, solch ein Wunschprofil bei deinem Adam wahrzunehmen? Könnte es sein, dass Adam, der ja glaubt, dir geht es darum, in höchste Erregung zu kommen, dir dann entsprechende Signale gibt und sich bemüht, dich in diese große Erregung zu bringen, woraus du dann schließt, dass er eigentlich nur ein toller Hirsch im Bett sein will. Also wenn ihr beiden euch das mal so anschaut, dann wäre es doch wirklich gut, wenn ihr miteinander darüber sprechen könnt. Und ich glaube, wenn ihr das tut, werdet ihr eine Menge zu lachen haben. Wenn es um eure eigentliche Gemeinsamkeit im Bett geht, da liegt ihr doch in Wahrheit auch in diesem gemeinsamen Sexograph sehr nah beieinander. Wenn wir uns also jetzt die Sexographen von Adam und Eva anschauen, dann stellt sich die Frage, ist das vielleicht etwas, was häufiger vorkommt, dass ein Liebespaar eigentlich näher beieinander liegt, als sie in ihren Annahmen, was die Wünsche des jeweiligen Partners anbetrifft, auseinander liegen. Sie liegen in Wirklichkeit näher zusammen. Aber weil sie sich Gedanken machen, die aber in eine falsche Richtung gehen, was der andere wünscht, liegen sie halt mehr mental, mehr auseinander, als sie in Tat und Wahrheit beieinander und miteinander liegen.